Naja, und dann geht es natürlich direkt weiter von dem einen Test zum nächsten Test. Und weil der Test, also dein Spot hier an der Stelle, an dem Gewässer ist, was mich natürlich auch gerade interessiert, dann teste ich das natürlich direkt noch viel lieber. Also, heutiger Test am Kupfersee und zwar von Gattosam. Gattosam sagt allen, guck mal hier, da geht auch was. Und zwar auf C2 Superfreak. Ist das so? Ja, das testen wir doch mal direkt, ne? C2 Superfreak, warum denn nicht? Also, ausgeworfen hier, ganz auf entspannt auf 13 Meter. Mal ein bisschen straff ziehen. Das eiert hier schon wieder. So, hier vielleicht sogar nochmal auswerfen, das liegt so komisch schräg. Und dann gucken wir doch einfach mal. So, locker raus hier. Gucken wir doch einfach mal, ob hier noch ein bisschen was geht. Gerade in den Abendstunden schon hier gewesen. Die ersten Fische sind drin. Und ich teste jetzt hier eigentlich grob die gleiche Futtermische. Allerdings ein bisschen unterschiedlich in den Größen und Hakengrößen. Einfach mal gucken, ob wir hier auch ein bisschen auf Masse kommen, beziehungsweise ob ja, insgesamt hier noch ein bisschen was Gutes reinballert. Der Spot sollte doch recht bekannt sein, hier unten direkt auf der Ecke. Genau, 44, 34. Ganz wichtig natürlich, wir sind gerade am Kupfersee bei Normalwassertemperatur. Also normale Temperatur. Dementsprechend könnten die Köder eigentlich relativ grundnah sein. Klappt ja bei Normaltemperatur in der Regel ganz gut. Und dann eben auf 13 Meter weit rausgeworfen. Und ich habe hier hinten ungefähr diesen Baum angepeilt. Das ist so ungefähr diese Wurfrichtung. Zack, zack. Oder hier so das Helle da vorne in dem Bereich. Dass man sich da ungefähr immer eine Ecke raussucht und dann immer die gleiche Stelle anwirft. Weil wir natürlich eine Futtermische verwenden. Ohne Futtermische am Kupfersee eher schlecht. Wo ich das gerade sage und wo ich auch schon Futtermische drin habe, kommt direkt die Überlegung, ich könnte auch an für sich mit der Bollo hier mit rein, ne? Weißt du was, das machen wir gleich mal. Wir haben jetzt ja gleich schon 7 Uhr, Morgenstunden sind durch. Eigentlich könnte es gleich schon losgehen. Ich werde, glaube ich, mal eine Bollo mit rein tun. Dann haben wir hier 2 Routen, beziehungsweise das ist das Ergebnis jetzt von den Abendstunden und von der Nacht. Anfangs natürlich noch mit ein bisschen Rumtesterei, aber die ersten Superfreaks sind da. Frequenz bisher noch nicht so. Jetzt bin ich nochmal runtergegangen, runter von den Hakengrößen, runtergegangen von den Boilies. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob da mehr reingeht. Und, na guck, und vielleicht trotz allem immer noch die Größen schmackhaft bleiben. Wenn das natürlich so gewichtsmäßig ist, ist es doch schon mal nicht schlecht, ne? Und da geht der nächste rein. Na guck. Na guck. Und der größte sogar bisher. C2 Superfreak in 10 Kilo. 70 Zentimeter Fisch. Cooles Ding, ja. Sehr, sehr, sehr cooles Ding. 50.000 XP hier in der Happy Hour. Sehr schön. Ja, direkt wieder raus damit. Zack. Auf entspannt. Jawohl. Und dann gucken. Haben wir hier schon den nächsten drauf oder hat es nur gepiept? Es hat nur gepiept. Das ist ja ein Ding, ne? Es hat nur gepiept. Und weißt du was? Das sind jetzt hier die beiden etwas kleineren. Und das Größte, das bauen wir jetzt einfach mal um. Also Futtermische ist massig am Spot. Was wir jetzt natürlich testen, ist zum einen brauchen wir jetzt erstmal einen Setup für die Pose. Und dann nehmen wir hier natürlich die Bollo. Das kommt jetzt auf die 3. Und als nächstes brauchen wir natürlich zusätzlich ein Gerät zum Tiefenmessen. Und dann nehmen wir Ette hier. So. Damit haben wir die Markerrude. Und wir gehen hier auf die 13 Meter, werfen da vorne hin. Ja, getroffen. Clip auf und zu. So, dann haben wir gleich den Köder auf Grund. Und ich ziehe aber nochmal stramm. Und wir haben 1,50 Meter Tiefe hier an der Stelle. Und das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, wir können jetzt hier
1,50 Meter Tiefe. Guck mal, Alter, wie krass, ne? 1,50 Meter Tiefe auf 13 Meter. Das müsste ja grob hier in dieser Area sein. Na, guck. Also wir sind auf jeden Fall hier noch in diesem Kantenbereich. Das ist auch schon mal ganz gut zu wissen. Setup bauen wir gleich nochmal zusammen. So. Und der nächste Brocken. Ja, nice. Sehr schön. Komm ran hier. So. Zack, der nächste Superfreak. Ja, gerne mehr Superfreaks. Das ist das Ziel. Das ist auch das, was Gatto Sam geschrieben hat. Allen, guck mal hier. Er hatte da auch einen nach dem anderen. Und dann wird da doch noch ein bisschen was gehen, oder? So. Aber wie gesagt, mit eher kleinerem Setup. Also eher feiner, kleiner. Anfangs rumprobiert alles auf dem 1er-Haken. Größer, auch mal mit 20er Boilies. Katastrophe. Hat er auch geschrieben. Habe ich natürlich nochmal direkt getestet. Ja, ist tatsächlich so. Also größentechnisch gar nicht so nice. Jetzt runtergegangen und es sieht schon besser aus. Also jetzt probieren wir das hier. Wir haben hier alles relativ fein auf 18. Ja, ich lasse das so. Ich gehe hier aber auch runter mal auf einen entspannten 6er oder 4er. Ich nehme mal einen 6er-Haken tatsächlich. Und wir bleiben hier auf Boilie-Kombination. Oder gibt es passende Pellets mit Heilbutt? Ja, gibt es. Also nehmen wir 14er Pellet Heilbutt. Und wir nehmen Heilbutt und... Ich nehme Heilbutt und Beere. Heilbutt und Beere Soluble. Oder soll ich einfach nur 14er Heilbutt? Eigentlich würde mich das sogar noch mehr triggern. Ich nehme sogar das, ja. Ich nehme das und hier kommt dann Heilbutt. Auch wenn Soluble eigentlich ganz nice ist, das müsste ich dann auf einer anderen Pose testen. Aber so bleibt das. So, jetzt hat man gesagt, 1,50 Meter Tiefe haben wir hier. Wenn wir jetzt normal hier unterwegs sind, sollten wir jetzt also mit ungefähr 1 Meter, sagen wir mal 1,20 Meter doch ganz gut unterwegs sein. Ganz gut klarkommen. Und wir müssen jetzt hier auf 13 Meter kommen. 13 Meter. Und ich probiere das mal ungefähr so, oder? Reicht das? Ja, ich glaube, das reicht. Probieren wir das mal aus. Also, 13 Meter Entfernung. Ja. Und jetzt können sie reingehen hier. Das sieht doch schon ganz gut aus. Gerne mehr C2 Super Freak. Auch gerne mehr von den F1-Karpfen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Die waren jetzt hier auf einem kleineren... Und da geht's weiter, jawohl. Die waren hier auf einem etwas kleineren... auf einem kleineren Haken, auf einem 6er Haken waren die nur. Gerne mehr davon. Ja, jetzt bin ich gespannt, ne? Geht hier noch ein bisschen mehr oder nicht? Gerade bei Normalwetter wollen wir hier natürlich auch ein bisschen was zu tun haben. Und wenn man so ein bisschen... Oha! Wenn man so ein bisschen die Frequenz nach oben schieben kann, dann wäre das natürlich nicht so schlecht. Ja, das sollte natürlich dann... Hier ist jetzt gerade ein 4er Haken drauf, aber hier sind dann auch die 12er und 16er Kombis drauf. 12er und 16er Heilbutt. Pop-up 10, 16. Ja gut, noch kleiner auf 10er gehe ich echt nicht, ne? 12er. Man könnte... Ja... Ich bleibe hier auf 16. 16 ist, glaube ich, eine ganz gute Größe. 16 sollte passen. Ja, Tatsache. So, und dann sind wir hier auf 13 Meter. Bei der Route hier gerade, bei der langen Bollo, musste ich tatsächlich jetzt gerade mal ein bisschen nach hinten gehen, weil das Teil ja 8 Meter lang ist. Ne? So lang ist ja keine normale Route. Und wenn ich jetzt von hier vorne geworfen hätte, wäre ich ja quasi gefühlt 2 Meter weiter, weil das Teil einfach so lang über die anderen Routen hinausschaut. Ich weiß gar nicht, ob man das von der Seite so einigermaßen sehen kann. Wie viel... Ja, da ist jetzt ungefähr die... Da ist ja jetzt ungefähr die Spitze, die gelbe Spitze von den Feederrouten. Und dann geht das halt von da aus nochmal ein ganzes Stückchen weiter zu der Spitze von den Bollo-Routen. Quasi jetzt einmal fast über dem Bildschirm. Das ist schon crazy, Also die sind schon deutlich länger und dementsprechend bin ich halt gerade einfach nochmal ein bisschen nach hinten gegangen, damit man dann eben
da genau auch ungefähr in diesen gleichen Bereich wirft. Und ich bin, glaube ich, auch gerade beim Neuauswerfen, wir werfen einfach nochmal aus, genau in den Bereich gekommen. Zu viel Futtermische gibt es ja fast gar nicht beim Kupfersee. Man kann, glaube ich, immer... Ja, das passt sogar. Man kann, glaube ich, immer ordentlich reinballern. Und ich nehme auch so gut wie nie Futtermische runter. Vielleicht ab und zu mal bei 2 Routen runter und bei einer bleibt es dann nur noch drauf, je nachdem wie die Frequenz ist. Ne? Wenn jetzt hier die ganze Zeit einer nach dem anderen reinballert, dann natürlich, dann wird natürlich doch mal irgendwann ein, zwei Mal runtergenommen, aber eine Route bleibt konstant mit Futter. Ja, ist das jetzt hier was? Also von der Zeit her würde ich sagen, ja, es ist okay, aber es ist natürlich noch nicht so der Burner. Jetzt muss ich gerade noch mal eben gucken bei Gatto Sam. Er stand jetzt hier. Also 8-mal C2 Super Freak, noch ein paar Schuppenkarpfen mit dabei. Okay. Ja, also sagen wir es mal so, es ist, glaube ich, okay. Es ist, glaube ich, okay. Ich würde hier allerdings, also das große, ja, das können wir ganz knicken. Das große reingehen würde ich ganz knicken. Lieber auch da wieder mit den kleineren Boilies reinballern. Oh, guck mal, ein Leder. Auch schön. Nee, nicht mit den kleineren Haken reingehen. 6er Haken, 4er Haken. Und dann eben hier mit den 16ern. Jetzt nehmen wir das einmal eben runter. Futtermische gucken wir uns gleich noch an. Und dann haben wir es, glaube ich, schon, ne? So, zack, wieder raus. Also, Setup. Hier haben wir gerade jetzt schon gesehen. 4er Haken. Und relativ dickes Vorfach tatsächlich mit 27,2 geflochtenes Vorfachsmaterial. 16er Boilies hier in beiden Fällen. Heilbutt und Beeren, würziger Heilbutt. Hier wäre halt nochmal interessant, vielleicht auch die Kombination mit dem Snowman Rig. Snowman Rig und dann lassen wir hier die Beeren weg, weil wir an für sich auch in der Futtermische gar nichts drin haben, was beerig ist. Entweder kommt dann das normal Neutrale, die neutralen Heilbutts da rein oder eben mit Pellets, wäre halt auch eine Option. Ne? Genauso müsste ich eigentlich auch gleich nochmal klassische Haarmontage testen, sinkend. Wäre halt auch nochmal interessant, würde mich auch echt interessieren, ob da was geht. Na guck, jetzt geht gerade die ich mir angucken wollte, perfekt. Also, die ist nochmal kleiner hier, da ist glaube ich jetzt gerade der 6er Haken drauf. Aber auch das ist doch schon soweit okay. Ja, ich sag mal, unter 5 Kilo wird schon ein bisschen Spack, ne? Aber 4 Kilo ist soweit noch so im Rahmen. Genau, 6er Haken, 16er, genau das gleiche. Und hier haben wir jetzt dann eben auch die Futtermische drauf. Und die ist dann, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das genau das gleiche ist hier. Mal eben gucken, Gatto Sam hatte das gepostet. Nee, 2-mal extra Feed-Pellets drin. Ja, genau, da ist halt der Punkt, möglichst unterschiedliche Partikel nehmen. Also, das ist zwar hier jetzt alles Feed-Pellet, aber wenn wir das hier nachbauen, gucken wir gerade mal eben rein, Futtermische, hier sieht man das noch gut. Also, wenn man das nachbaut, dann eben gucken, dass man wirklich möglichst unterschiedliche Partikel oder Arten nimmt. Wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, wir wollen Heilbutt verwenden und nehmen einfach bei Heilbutt einfach Heilbutt in 3 Varianten, dann haben wir quasi eine Variante. Es ist quasi nur ein Lockmittel. Ja, in unterschiedlichen Größen, aber wir locken quasi nur mit einer Aromatik in eine Richtung sozusagen. Ist halt ein bisschen wenig. Also, und auch natürlich auch ein bisschen wenig kreativ. Wesentlich sinnvoller wäre dann zu sagen, okay, wir wollen natürlich möglichst große Fische ranlocken. Wir nehmen also die großen Feed-Pellets und selbst, das zählt übrigens für alle Futtermischen, und selbst wenn wir hier dann einfach nur noch sowas reinnehmen, wie zum Beispiel Mais, oder dann nehmen wir vielleicht noch einfach hier die Erbse mit rein, selbst das triggert dann ja nochmal mehr und nochmal vielleicht eher die Karpfen, als wenn man einfach nur 3-mal die gleiche Aromatik rein. Und deswegen hatte ich jetzt hier bei dem Heilbutt eben 3-mal verschiedene Heilbutt-Feed-Pellets genommen. Und das sind eben alle 3 verschiedenen Arten. Also es gibt die Mini-Feed-Pellets, es gibt die Heilbutt Old Pal Feed-Pellets und es gibt die Craft Bait Heilbutt Feed-Pellets. Und das sind
3 unterschiedliche. Klar, geht immer noch in die gleiche Richtung, aber hier nochmal Variation mit drin. Scharfe Feed Pellets hat er auch mit verwendet. Verwende ich auch in letzter Zeit ganz gerne. Gerade immer, wenn es irgendwie was Würziges ist. Scheint irgendwie ganz gut auch zu gehen. Hatte ich mehrfach jetzt auch schon drin, auch in scharfen Futtermischen. Heilbuttöl damit drauf und raus mit der Futtermische. Rapsamenbasis, auch mal ein bisschen was anderes, nicht immer nur Mais oder so. Kann man, glaube ich, auch ganz gut machen. Ja, so sieht es aus. Das ist die Futtermische. Und ich baue jetzt hier allerdings auch noch ein bisschen weiter um. Zum einen würde ich gerne hier gleich noch mal ein bisschen hier mit den Posen rumprobieren. Da teste ich noch ein bisschen, ob ich dann ein ähnliches Ergebnis hinbekomme. Und klassische Haarmontage will ich auch noch gleich ein bisschen weiter testen. Probier du auch einfach mal aus. Wenn dir noch irgendwie was einfällt, auch gerne mit unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Variationsmöglichkeiten, die ganz gut bei dir funktioniert haben. Ansonsten, wenn du einen geilen funktionierenden Spot hast, auch natürlich gerne entweder mich anschreiben im Discord oder am besten im Discord irgendwie verlinken und sagen, Alten, probier doch mal. Und ich teste das natürlich auch gerne, wenn da bei dir was gut läuft. Haben wir ja alle was von. Dann suche ich mir das nochmal schön raus, probiere da auch ein bisschen ran rum und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.